Also ich bin als Adventistenkind aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Adventisten. Und bevor ich hierher gekommen bin, war ich in der Kindergartenschule. Und ja, nach einer Zeit lang habe ich mir dort gedacht, das hat irgendwie keinen Sinn für mich. Und das, ich war dort 5 Jahre, wäre ich dort gewesen. Und generell, was man über Erziehung in solchen Schulen lernt, hat, ja, wie gesagt, nichts damit zu tun, nicht so viel, was man hier lernt. Und deshalb habe ich es auch abgebrochen. Und dann hatte ich aber keine Ahnung, was ich überhaupt anfangen soll mit meinem Leben und generell, was ich tun soll. Und ja, dann habe ich beschlossen, hierher zu kommen und wie gesagt, die Miriam die positive Gehirnwäsche zu bekommen. Und was man hier über Erziehung gelernt hat, ist echt sehr bedeutend. Und was mir hier noch gefallen hat, vor allem, wie ich in Äthiopien war, da hatte ich die Möglichkeit, im Krankenhaus zu arbeiten. Und mit der Kascha zusammen hatten wir eine Patientin, die war querschnittgelähmt auf einer Seite, weil sie einen Schlaganfall hatte. Und wir haben sie behandelt mit Massage, Physiotherapie und Hydrotherapie. Und ganz am Ende, bevor wir gegangen sind, haben wir noch versucht, mit ihr mal zu gehen, ob sie schon so halbwegs gehen kann. Wir haben sie zwar abgestützt und sie hat dann wirklich gehen können. Sie hat sich total gefreut und voll gelacht und das hat uns sehr, sehr berührt. Und ja, dort bin ich dann im Krankenhaus war ich mir ganz sicher, dass ich sowas weitermachen will. Ich habe mich dann auch noch später für die Krankenpflegeschule angemeldet und bin genommen worden, obwohl dort weniger genommen werden von den ganzen Anmeldungen. Und ja, ich habe echt vor, vielleicht mal wieder nach Afrika zu gehen und das dort weiterzumachen. Und ja, da gibt es noch eine Vorgeschichte vor Äthiopien. Als ich 8 Jahre war, also ich habe schon immer gemacht, herumzureisen und jede Länder zu besuchen. Und wie ich 8 war, genau vor 10 Jahren, da bin ich mal vor so einer Landkarte gesessen und habe mir die Welt so angeschaut und habe mir gedacht, ich mache jetzt mal meine Augen zu und zeige irgendwo auf die Landkarte hin. Und wenn ich die Augen wieder aufmache, dann will ich in dieses Land mal gehen, wo die Hand ist, also wo der Finger ist. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und das war in Äthiopien. Damals habe ich das Land noch nicht so kannt, wirklich. Das war irgendwo in Afrika. Ich habe mir gedacht, ja, da komme ich wahrscheinlich nie wirklich hin. Und ja, wie ich dann da war, habe ich erfahren, dass wir nach Äthiopien gehen. Also hatte ich dort das alles so entwickelt. Und das hat mir so gezeigt, wenn man zurückschaut, wie Gott das Leben leitet, auch wenn es wir nicht sehen, wenn wir zurücksehen, ja, ist es uns bewusst. Und da will ich einen Text dazu lesen. Der ist in Psalm 37, Vers 5. Überlasse den Herrn die Führung für dein Leben und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Also ja, wir sollen, wenn wir keine Ahnung haben, was wir anfangen sollen, wenn wir keine Zukunftspläne haben und nicht wissen, was wir tun sollen, sollen wir es einfach Gott übergeben, weil er kennt immer den besten Weg und ja, wir sehen es höchstens im Nachhinein. Deshalb ist es gut, immer zu Gott zu kommen mit allem. Und wie wir schon gesagt haben, man soll keine Angst vor der Zukunft haben, weil Gott wird alles gut machen. Amen. Amen.